Der Kurzfilm Line-Up steht für Gender Equality und Women Empowerment und zeigt mit mehr als 90 AkteurInnen die Vielfalt der Musikszene Hannovers. Entstanden ist der Film im Rahmen eines interdisziplinären Projektes. Ein Team aus 6 Kreativschaffenden bekam die Aufgabe, einen Kurzfilm zum Thema Gleichberechtigung in der Musikbranche zu erarbeiten. Denn noch immer mangelt es den Frauen in der Musikszene an Sichtbarkeit, Akzeptanz und Anerkennung. Das spiegelt sich nicht nur in der Gender Pay Gap wider. Verschiedene Studien zeigen, dass beispielsweise nur 2% der 2019 und 2020 aufgeführten Werke deutscher Orchester von Frauen stammten. Und auch auf den Festivalbühnen sind Frauen kaum vertreten. Mit Line-Up soll ein Bewusstsein für diese Themen geschaffen werden. Die Initiatorinnen des interdisziplinären Filmprojekts waren Alice Moser, Koordinatorin der UNESCO City of Music Hannover, Christine Breithauer, Geschäftsführerin des Kreativnetzwerks Hannover und Sabine Bussmann, Geschäftsführerin des Musikzentrums Hannover und Mitinitiatorin des Netzwerks Women in Music Hannover. Wo wir eben den Frauen einen Safe Space geben und auch die Möglichkeit, einmal in den Austausch miteinander zu gehen, um eben zu sehen, welches Empowerment bringt eigentlich jede mit, jede Einzelne und wie können wir uns vernetzen und gemeinsam eben stark werden. Also Hannover ist seit 2014 im Netzwerk UNESCO Cities of Music. Momentan sind wir 47 Städte und weil wir nicht alle eng miteinander bei allen Projekten zusammenarbeiten können, haben wir eine kleine Arbeitsgruppe gegründet, weil wir als UNESCO City of Music uns auch immer an den UN-Nachhaltigkeitszielen entlanghangeln sollen und eines der Ziele ist eben Gender Equality, SDG Nummer 5. Und dann haben wir gesagt, okay, jeder in dieser Arbeitsgruppe soll ein Filmprojekt quasi umsetzen. Als Alice mit der Idee und auch dem Vorbildprojekt aus Norrköping zu uns kam, fanden wir das grundsätzlich super spannend, haben uns aber auch vielleicht aufgrund von Corona dazu entschieden, dass wir es ein bisschen anders angehen wollen. Und für uns als Netzwerk ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Branchen einfach sehr wichtig. Und wir versuchen einfach aus beruflichen Gründen den Rahmen zu geben, dass eben verschiedene Kreative gut gemeinsam arbeiten können. Und auch aus einer persönlichen Motivation heraus war das Thema Gender Equality dann natürlich noch mehr, was uns irgendwie angefeuert hat. Und so habe ich das halt vorgeschlagen, zu sagen so, hey, lasst uns 6 Kreative casten und gucken, was die für ein Konzept entwickeln, wenn wir denen einfach so ein paar Rahmenbedingungen nennen. Also es soll um Gender Equality, Women Empowerment, Diversity, das ist ja schon sehr groß, gehen, aber auch um die Musikszene und vor allem auch um die UNESCO City of Music Hannover. Genau, und so sind wir erstmal gestartet, haben einen Aufruf gemacht. Es gab auch über 20 Bewerberinnen und auch Bewerber, die Teil des Teams werden wollten. Und dann haben wir gemeinsam eine Auswahl getroffen, um zu gucken, wer hat welche Profession, wer bringt was mit ein. Und haben dann ein Team zusammengestellt, das sich jetzt, glaube ich, im Laufe des letzten Jahres sehr gut kennengelernt hat und hoffentlich auch lieben gelernt. Das Team, das sich dieser Aufgabe stellte, bestand aus den FotografInnen und FilmemacherInnen Martha Herbold, Ghazaleh Ghazanfari, Jen Kopiowait und Jannis Eickmeyer, der klassischen Gitarristin Cassandra Siebel und Caroline Eggert, Expertin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. I love supporting people to be strong, and women in our world, they need more support. So I saw there is a possibility that I can be as a camera woman, as a filmmaker, to show the woman through my camera, and it was the great motivation for me to take part in this project. In diesem ganzen Projekt kommen meine Themen so zusammen. Also ich bin Filmemacherin beruflich, bin Hobby-Perkussionistin und bin in all diesen Projekten immer fest davon überzeugt, dass Vielfalt und Gleichstellung, wenn man so möchte, eigentlich alles besser macht. Und habe mich gefreut, Leute zu treffen, für die das ebenso eine Rolle spielt und die sich da engagieren wollen. Es war für uns natürlich auch eine Herausforderung, mit welchen Methoden und Prozessen und Workshops müssen wir rangehen, dass man ein interdisziplinäres Team aus Menschen, die sich nicht kennen davor, dass die eben produktiv arbeiten können und ein so komplexes Thema wie Women Empowerment und Gender Equality irgendwie auf einen Nenner runterbrechen, so dass sich auch jeder im Film irgendwie wiederfindet und dass das auch dieses super komplexe Thema auf eine niedrigschwellige Art vermittelt wird, damit sich auch alle
ZuschauerInnen irgendwie angesprochen fühlen. Wir haben am Anfang so ein bisschen Impulse reingegeben, so die Zahlen, Daten, Fakten aus dem Musikbusiness als Hintergrund, haben dann Kreativworkshops gemacht, um eben gemeinsam so ein Konzept, so eine Vision für so einen Kurzfilm zu entwickeln. We had different ideas, we had so many discussions. Da ist mir auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben irgendwie, dass wir irgendwann nach einigen Unstimmigkeiten womöglich auch doch diesen Punkt bekommen zu haben, irgendwie als Team zusammenzufinden und zu sagen, das ist jetzt das, was wir machen wollen. Es soll als eine Art Vision gezeigt werden. Und die Geschichte, die klammert darum, die wir gesetzt haben, ist, dass es eine Frau gibt, die in einer Agentur arbeitet und ein Line-Up-Plakat machen soll für ein Festival. Und auf diesem Line-Up-Plakat sind eine Menge Männer. Also der Schwerpunkt also nachdem wir dann alle über das Gleiche geredet haben, war eigentlich, dass es diese Behauptung gibt, wir würden ja gerne Frauen buchen, aber es gibt ja keine in Hannover. Und da haben wir gesagt, halt, stopp. Das kann nicht sein. Deswegen haben wir explizit danach gesucht oder haben wir gesagt, wir müssen eine Übersicht schaffen. Die große Herausforderung war, wir wollten ja alle zeigen und wir wollten eigentlich auch alle Genres mit einbeziehen. Und ich bin Klassikerin und dachte, naja gut, ich kann jetzt aber nicht alle Klassik spielen lassen. Das wäre den Menschen nicht gerecht, den ganzen Musikerinnen. Und dann haben wir halt gesagt, okay, wir teilen das irgendwie in so Parts auf und ich glaube, normalerweise hätte ich den Noten gegeben und dann hätten wir uns zusammengesetzt, geprobt und dann ein Konzert gespielt und das hätte man aufgenommen und das wäre leicht irgendwie einfach gewesen. Dem war nicht so, deswegen haben wir überlegt, okay, wir schreiben das so, dass im Film maximal, weil es durften ja nur 5 bis 7 Minuten sein, dann haben wir für jede einzelne Musikerin ungefähr 2 bis 3 Takte Zeit. Dementsprechend haben dann alle ein Pattern bekommen von 2 bis 3 Takten. Wir wollten sie aber auch zusammenspielen lassen, weil Musik lebt ja auch durch das Zusammenspiel. Also sollten sie ein Pattern bekommen, was sich dann loopt. Ja? Und weil wir so das große Glück hatten, im Muze die Tonaufnahmen aufzunehmen, aber halt auch viele aufgenommen haben, durfte es auch nicht so lang sein. Das baut sich immer mehr aus, so ein bisschen nach dem Minimal-Prinzip. Und genau, und dann geht das, wollten wir natürlich auch die Bands nicht rauslassen. Okay, wie bringen wir jetzt die Rockband mit der Jazzband zusammen? Es gab einfach nicht die Kapazität, die auch nochmal alle einzeln aufzunehmen. Haben sich dann zu Hause tatsächlich, ich habe denen eine kleine Vorgabe gegeben, dass es hinterher zusammenpasst einigermaßen. Dann haben die tatsächlich selber zu Hause Film und Ton aufgenommen, uns zugeschickt. Genau, und dann damit die anderen Menschen, die jetzt keine Musikerinnen sind, trotzdem natürlich mit Musik unterlegt sind. Genau, habe ich mich dann mit Luise Grüchtoll noch getroffen, die hat das Sounddesign gemacht und dann haben wir da noch was zusammen gebastelt. Und so ist ungefähr, glaube ich, ich weiß nicht, ob irgendein Genre fehlt bestimmt, aber wir haben so gut wie alles untergebracht. Wir haben gesagt, wir möchten nicht nur Musikerinnen zeigen, wir möchten auch Akteurinnen darüber hinaus zeigen. Wir wollen Veranstaltungstechnikerinnen, Bühnenmitarbeiterinnen zeigen, bis hin zu Clubbesitzerinnen oder eben Institutionsleiterinnen. Und haben das eben ganz, ganz, ganz groß aufgemacht und haben gesagt, wir wollen diese Frauen sicht- und hörbar machen und haben das dann sehr wörtlich genommen. 10 Monate arbeitete das Team intensiv an der Konzeption und Umsetzung des Films. Im Kino im Künstlerhaus feierte der Film schließlich am 6. Juli 2021 Premiere. Bei den Bühnenbesitzerinnen nenne ich es jetzt einfach mal, ist klar, wo sie dann sozusagen zu sehen sind, aber ansonsten haben wir uns da ganz zu Anfang Gedanken gemacht, wie können wir am besten Hannover mit seinen, ich sag mal, wichtigsten Ecken und seinen musikalischen Ecken abbilden und haben da, glaube ich, eine sehr, sehr bunte Mischung gefunden. Sicherlich war es was ganz anderes, einfach generell das Projekt mal so mitzumachen. Andere Thematik, andere Größenordnung als normal. Was die Thematik angeht, natürlich ein super sensibles Thema einfach, wo wir, glaube ich, alle und ich für mich, glaube ich, ganz besonders auch viel dazugelernt haben. Ich habe hier wunderbare Menschen kennengelernt und darf jetzt ein bisschen das Thema Marketing und Presse- und Öffentlichkeitsarbeit mitbegleiten.
was mich natürlich umso mehr freut. Ich wusste am Anfang überhaupt nicht, was mich erwartet. Und ich finde, jede in diesem Team hat sich mit genau dem eingebracht, was er oder sie konnte. Das fand ich super. Und dieses Projekt hätte an unfassbar vielen Stellen scheitern müssen. Und dass man darüber so zusammengewachsen ist und sich in dieser gemeinsamen Mission wiedergefunden hat. Und ich glaube, der Film schafft es jetzt auch und dieses Projekt schafft es auch und alle Initiativen, die da mit dranhängen, schaffen das, dass man ein Bewusstsein schafft und dass man die Menschen dazu ermutigt, sich selbst zu hinterfragen und auch das System zu hinterfragen, in dem wir agieren. Und dann vielleicht auch, nachdem das Bewusstsein dann geschaffen wurde, dann kann man wirklich an die Lösungen rangehen. Also wenn wir uns was wünschen dürften, dann begeistern wir mit diesem Film ganz viele Menschen, also nicht nur euch, die ihr alle heute hier seid, sondern noch viele mehr und setzen das auch in die Tat um. Mehr kann ich dazu jetzt noch nicht sagen, aber auch bei Kreativ wollen wir das Thema Gender Equality weiter in solchen künstlerisch kreativen, ich nenne es mal Forschungsprojekten erforschen und dann versuchen wir einfach so gut es geht mit dem, was wir da rein investieren können an Kapazitäten und Ressourcen, das Thema einfach noch weiter in eine breite Öffentlichkeit zu tragen und einfach Women Empowerment und Diversity in Hannover auch zu leben.